Okay, okay, wartet, wartet, wartet. Ich bin sofort für euch da. Sofort, sofort. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben. Jawohl, ich habe gewonnen. Perfekt. Es ist schon wieder soweit. Wir sind bei einem Siege-Video und jetzt müsst ihr auch dranbleiben, um zu sehen, ob ich wie ein Phönix aus der Asche gekommen bin und ein 10-10 geschafft habe oder ob das der schlechteste Siege aller Zeiten für mich ist. Okay, jetzt habe ich volle Aufmerksamkeit für euch. Ich zeige euch eben die, Devs, die wir angegriffen haben. Es hat sich, wider Erwarten nicht so viel geändert. Wir haben weiterhin Chômage gesehen, aber nicht mehr in diesem vollen Ausmaß. Im Gegenteil, es ist jetzt Juliaum dazugekommen anstelle des Chômages. Also, es ist einfach dasselbe, nur in einer anderen Art und Weise. Also müssten wir das ja eigentlich weiter nutzen können, oder nicht? Also gehe ich direkt mit altbewährtem rein, mit meinem Thesarion, Haging und Riley. Ich habe, ja, ich kann schon mal so viel spoilern, den musste ich, diesen Siege halt, nehmen. Ging ja nicht anders, weil wir halt wirklich diese Dev fast ausschließlich gestellt bekommen haben. Keine Ahnung, die ist eigentlich schon etwas älter, aber gut, jede Gilde mag es so, stellen, wie sie wollen. Das war jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es kann natürlich einiges schieflaufen, aber ich hatte zum Glück gehabt, man kann outspeeded na, ne, stopp, outspeeded werden wollen wir. Man kann selber outspeeden. Das wäre ein Problem, weil wenn du dann mit dem Haging nichts triffst, oder wenn deine Riley prockt und so weiter und so weiter. Es gibt natürlich sehr viel Potenzial, wie das auch failen kann, aber das habe ich relativ selten gehabt, wenn ich ehrlich bin. Also, ich habe damit eine sehr, sehr gute Quote und wenn ihr das forst, egal ob in P, in, Anfang G1, in keine Ahnung wo, könnt ihr das benutzen. Definitiv kann ich euch absegnen, das ist super gut. Wirklich. Benutzt es und ihr werdet es selber sehen. Ihr müsst es nur tunen. Und wir wollen ja auch gar keine Müdigkeit hier verbreiten, deswegen gehen wir direkt mit dem nächsten rein, mit Konrad, Robo und Kami. Ich habe euch darüber ja jetzt schon mehrfach was gezeigt. Mir wurden auch jetzt schon mehrfach wurde mir darauf geantwortet und geschrieben, dass andere das sehr gut finden, dass sie das auch ganz gerne benutzen würden. Hier zeige ich es noch mal richtig schön. Das ist ein super Exemplar. Wir haben die Lamiella rausgenommen, weil in dem Fall so, ich erkläre es euch kurz, die Lamiella ist dort für uns der schlimmste Damage. Ja, der Byung, der crittet, aber im Notfall meine Kami ist auf Destroy, die kann das zur Not regeln. So. Der Kumar ist jetzt gar nicht das Problem, den können wir controllen, den lassen wir einfach stehen, weil wir sind ja nicht mit Elisa oder irgendetwas da drin. Deswegen lassen wir einfach den Kumar stehen. Also, den controllen wir mit Kami und, am wichtigsten ist wirklich die Lamiella. Natürlich würden wir die auch aushalten. Ich habe meine Units jetzt nicht, Paper gemacht, aber wir wollen ja nicht, irgendetwas riskieren oder weiß der Geier, ne? Deswegen, wir machen das einfach so und spielen dann einfach die Runden aus. Wir müssen immer nur warten, bis dass wir das wieder abhaben und wie ihr gesehen habt, dann funktioniert das wieder und, fertig. Easy. Jetzt sind wir beim dritten Hit, 3 Hits und, dreimal was Neues, also na, nicht Neues, tut mir leid, aber nicht das Gleiche hintereinander. Also haben wir doch schon mal einen ganz guten Schnitt, finde ich. Ich meine, ich hätte in dem Moment auch schon 3 oder viermal noch die gleiche benutzen können wie am Anfang, also gegen die gleiche Dev, weil das war offen. Aber ich wollte für euch, jetzt nicht dreimal hintereinander Haging benutzen. Es tut mir sehr leid. Ich, ja, kann dagegen natürlich nichts machen, wenn solche Sieges sind. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn man ein, 10-10 anstrebt oder wenn man wirklich, gut spielen möchte, dann muss man dann muss man halt ab und zu Dupes benutzen, muss die gleiche auf halt mehrfach benutzen. Deswegen ist es so wichtig. Deswegen habe ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr viele Dupes, 4 Kamis, 3 Heygangs, 5 Leos
und so weiter. Also, das ist halt einfach, wenn ihr wirklich viel erreichen wollt oder auch viel dann gewinnen wollt, dann müsst ihr halt ab und an, das so machen. Also, es ist genauso wie in dem letzten Siege. Ich habe natürlich, damit ihr ein bisschen was anderes seht, habe ich für euch, einfach Sachen ausgetestet, aber ich hätte im Idealfall auch einfach 10-mal Konrad Robo X machen können. Und dann wäre das 'n easy 10-10 gewesen, weil das, habe ich 10-mal. Also, deswegen, aber wir gehen einfach weiter. Ich habe euch jetzt 3 verschiedene gezeigt. Mal sehen, was wir noch haben. Das hat sich dann einfach so ergeben, dass dort wieder es hat sich dann einfach so ergeben, dass das Gleiche wieder da steht. Ich sage ja, wir haben die ganze Zeit zwischen den, Savannah und Jokers und denen hier geswitcht bekommen und deswegen, konnte ich nicht dran ändern. Müsst ihr euch beschweren bei der Gilde. Aber ist ja nicht schlimm. Ich kann euch dann ein bisschen weiter volltexten und dann passt das auch schon wieder und, ich habe auch noch so viel in meinen Decks. Apropos Decks, ihr könnt ja mal, weil mich jetzt mehrfach die Anfrage erreicht hat, ähm, ob ich Decks baue. Ja, das tue ich tatsächlich. Ihr könnt mal schauen auf meinem YouTube-Kanal, da gibt es, Mitgliedschaften und ihr könnt ja mal da reinschauen. In der Mitgliedschaft ist zum Beispiel auch enthalten, dass ich Decks für euch baue. Guckt einfach mal rein, das ist, damit ihr dann einfach Bescheid wisst, weil mich so viele Anfragen erreicht haben, könnt ihr das sehr, sehr gerne benutzen und könnt euch dann auch mit mir in Verbindung setzen und dann baue ich Decks für euch. Das ist gar kein Problem. Dann könnt ihr euch aussuchen, welche, wenn ihr spezielle wollt. Oder ihr könnt aus meinem Deckpool, ich habe 50 Stück geruht, könnt ihr auch was aussuchen. Ansonsten habe ich auch noch so viel weitere in meinem Kopf, die man benutzen könnte. Und ihr wisst Bescheid. Und wir müssen ja auch weiter jetzt und wir haben ja auch eine Mission. Wir wollen gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und wer den Haging nicht ehrt, der ist auch das 10-10 nicht wert, ne? Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. In dem Fall mag ich das immer ganz, ganz gerne, wenn der Joker zuerst dran ist oder auch die Tanisha. Ich meine, natürlich im Allerbestfall ist die Savannah dran mit, S3 im First Turn, aber wer das macht, das habe ich, so jetzt noch nicht gesehen. Ähm, ja, da ist für mich immer wichtig, ich gucke, wem ich als Erstes das Oblivion geben kann. Wir können da auch das Target mal switchen und es auf der Tanisha geben oder wir, hauen die Savannah im First Turn raus. Das müssen wir halt einfach gucken. Gut, das Problem war jetzt, ich war jetzt silenced, aber auch nicht so schlimm. War jetzt absolut nicht brenzlig. Wir konnten ja mit der Riley wieder Buffs geben und Ende jetzt glänzen wir einfach, pushen uns hoch. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich und deswegen habe ich auch 3 Hellgangs festgehalten, weil man sie wirklich im, Tourney und im High Siege und, die kann man immer und immer und immer spielen. Und deswegen ist es dann auch einfacher, wenn man im Tourney zum Beispiel eine auf mehrfach benutzen kann und deswegen haltet Dupes fest. Haltet sie fest. Weil wie ich gesagt habe gerade, haltet die Dupes fest, schaut euch das an. Es ist einfach, ihr habt gesehen, es ist free, wenn man das dann häufiger spielen kann. Natürlich ist es leider, langweiliger dann, aber ich meine, wer will nicht gewinnen? Also, ich meine, ich spiele ein Spiel ja nicht, um es zu verlieren. Natürlich kann man verlieren und dann lernt man aus den Fehlern, aber ich zum Beispiel spiele, um zu gewinnen und ich möchte natürlich auch besser werden und, deswegen zeige ich euch heute mal, wie ich einen normalen Siege spielen würde, wenn ich nicht YouTube machen würde. Wir nennen es einfach so. Ich zeige euch heute einfach mal, wie mein Siege ablaufen würde, wenn ich kein YouTube machen würde, wie ich normalerweise gespielt habe, auch bevor ich YouTube gemacht habe, weil, da war meine Winrate immer besser wie jetzt. Da habe ich aber auch nicht so viel rumexperimentiert. Ich muss sagen, das ist 'ne Win-Win-Situation. Für mich ist das jetzt auch ganz nett. Ich muss mal ganz kurz, das ist 'ne super, ich habe mich verklickt, aber schaut mal, da kann man super gut gucken, wie viel Abklingzeit ihr noch habt unter der Fertigkeiten-Info.
weil ich war jetzt in dem Moment, ja, wusste ich nicht mehr, wie viele Runden ich noch brauche, aber es hatten zum Glück alle frei. So, und das war jetzt natürlich das Beste überhaupt. Er hat mir schon das abgenommen, was ich eigentlich machen wollte, und, deswegen passt das einfach. Ja, ich meine, guckt euch das an. Das ist super gut. Das macht einfach, ja, so einen guten Anschein auch, dass das schwer zu trappen ist, wenn ich ehrlich bin. Spielt es nach. Wow, wir haben wieder was anderes dabei. Also, nichts Neues, ihr kennt es schon, aber wir haben wieder eine andere Off dabei, die wir heute noch nicht benutzt haben. Ich bin doch so vielseitig, ich weiß doch gar nicht, was ihr habt. Nein, aber wenn ihr meine anderen Videos kennt, dann wisst ihr ja, dass ich euch immer wieder irgendetwas zeige. Hier in dem Fall, muss ich sagen, leider ist es ein ge also, jetzt dieser Brock ist ja natürlich, man kennt's ja nicht anders, ne? So, ein Unit brockt immer, keine Ahnung warum. Und das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe jetzt die Christina nicht im Auge behalten, wir haben kein Oblivion drauf bekommen. Und, ich habe jetzt nicht im Auge behalten, dass sie ihren Skill jetzt schon wieder frei hat, aber ja, die hat keinen Damage gemacht und, zu meinem Glück, und war gut, war ganz okay. Da habe ich ganz kurz, genau, an dem Punkt habe ich ganz kurz gedacht: „Oh nein, oh nein, oh nein, ich habe es vergessen. Ich habe nicht drauf geachtet, beziehungsweise ich konnte gar nix machen." An dem Punkt habe ich kurz gedacht: „Es ist vorbei für mich", als sie ihren Skill gemacht hat, aber dann, ja, fehlte der Damage. Also, ich merke, ich muss ein bisschen mehr aufrecht sitzen. Ich schmeiße mich irgendwie immer zu einer Seite. Mir tut schon der Rücken richtig weh, wenn ich mich hier drinnen rumlümmel. Gut, warum ich das gewählt habe, ist, wir haben einmal von der Celia die Debuffs, den Sleep, und wir haben einmal von der Lami die Debuffs, und deswegen bin ich davon ausgegangen, gut, wir sagen einfach gar nichts. Wir wissen mittlerweile, es gibt einige Units, die instant procken. Das ist, genauso wie die, Schwester von Lami, die Velaska, die irgendwie immer wieder prockt. Deswegen, wir regen uns gar nicht darüber auf. Wir probieren einfach besser zu sein. So, darüber aufregen bringt nämlich gar nichts. Ich habe ganz kurz überlegt gehabt, also, ob ich jetzt S2 mache oder ob ich mir den festhalte. Ich wollte die Lami nämlich noch nicht killen, deswegen habe ich mir den noch kurz festgehalten und, ja, muss dann immer überlegen: Machen wir das jetzt, machen wir das nicht? Das ist natürlich auch, ich möchte dann auch nicht missplayen, ne? So, in dem Fall hat meine Juno sogar gut gestrippt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie noch mal wiederkommt, aber ja, er, kommt natürlich wieder, seine Passive, aber, die Lami kommt jetzt auch wieder mit 0 Stacks. Deswegen gehen wir jetzt einfach weiterhin auf sie. Ich habe hier noch mal, beziehungsweise, ne, ich bin sogar auf ihn gegangen. Ja, ach stimmt. Ich habe nämlich gehofft, dass sie dann noch mal Debuffs macht. Wenn sie nämlich ihre Debuffs noch mal macht oder irgendetwas, wäre es schneller gegangen. Und deswegen wollte ich irgendwie einfach auf der Aria ein paar Debuffs haben. Ja, gut. Brocken war auch okay. Soll sie machen. Sie hat es probiert. Sie kriegt ein 10, 10 fürs Probieren. Also, wenn ich meine, Aufnahmen jetzt noch mal so durchgehe, ich vergesse immer alles. Also, ich vergesse immer sofort, sobald der Siege vorbei ist für mich Sense, weil ich bin froh, dass ich dann durch bin und dass ich den dann aus dem Kopf schmeißen kann. Aber jetzt sehe ich noch mal, ich habe gar nicht so häufig das Gleiche benutzt. Also, ich finde, ich habe, euch wieder ein bisschen was gezeigt, was ihr dagegen benutzen könnt, wenn ihr sowas forst. Ich habe jetzt hier einfach den Rennen, ich wusste, dass er den Hack bekommt, aber ich habe ihm einfach den, Slow gegeben und den Freeze, weil ich einfach keine Lust auf den Tread-Stat die ganze Zeit hatte. Das ist halt einfach nervig dann, und, in dem Fall wollte ich zuerst die Charlotte rausnehmen. Die, hatte halt einfach mit ihren Stunts, mit dem Push und alles Mögliche, wollte ich sie weghaben, und dann spielen wir das halt einfach aus. Da ist jetzt kein Potenzial mehr drin, dass das Solo machen kann. Also, ich muss ehrlich sagen, generell von Anfang an auch in dieser Dev ist, also, ich habe kein Potenzial da drinnen gesehen,
Kami Belial X zu killen. Ich habe noch überlegt, ob ich anstelle der Tetra 'n Ariel nehme oder ob ich, irgendwas anderes nehme. Das hätte natürlich genauso gut funktioniert, aber ich wollte einfach meine Tetra benutzen, weil ich sie, ja, in dem Team mal gebaut habe und dann passt das auch so. Ihr könnt da aber auch, wie gesagt, ihr könnt dort auch einen Ariel nehmen zum Beispiel. Ja, ihr könnt, ja doch. Ich würde euch raten, dabei zu bleiben. Mit Tetra kostet nix, die ist, free to play, die habt ihr und dann seht ihr, war easy. Und wenn ihr jetzt richtig mitgezählt habt, dann seht ihr, dass ich, meinen letzten Attack mache. Also, ich meine, man sieht's ja auch da, ich habe keine Monster mehr left danach. Aber man sieht auch, dass ich bis jetzt 9 habe. So, das ist mein letzter Attack und ich habe mich diesmal dafür entschieden, der Lami nicht der Lami, Entschuldigung, weil wir die eben hatten, der Tanisha den, Oblivion zu geben. Der Proc von der Savannah war jetzt natürlich irgendwie ein bisschen, blöd für uns, aber ich denke, das dürfte eigentlich so an sich nicht so schlimm sein. Der Proc von der Riley brachte jetzt auch nicht allzu viel, weil wir, ja, den Heigang jetzt leider verloren haben. RIP an dieser Stelle, Heigang. Danke für deine Dienste. Danke, dass du für uns da warst. Ähm, ja gut, da habe ich dann mal ganz kurz, überlegt und habe entschieden, mein Target zu switchen. Den Proc habe ich wohlbedingt auch, also wohlbemerkt, den habe ich genauso verdient. Er hat ja auch geprockt, ne? Und, den hätten wir aber auch nicht gebraucht. Es ging mir einfach nur darum, den Oblivion auf die Savannah zu kriegen, weil ich gemerkt habe, die ist unser Key, die macht gut Damage, die nehmen wir raus. Und alles Weitere, die Bomben von diesem Joker und sowas, in der Regel machen die nie so viel Schaden. Jetzt seht ihr natürlich wieder das Worst Case, die drehen beide ab und brocken und machen und tun und ich habe kurz gedacht: „Jetzt ist vorbei.“ Jetzt habe ich wirklich kurz gedacht, ähm, die Bombe geht hoch, ich verliere und mein 10/10 ist im Eimer. Aber ich sage ja, der Damage von dem Joker ist nie so hoch. Und ich spiele halt ganz gerne mal Leben am Limit, weil wir haben's ja nicht, also, wir haben ja sonst keinen Spaß, ne? Also, haben wir jetzt einfach das so und fertig. Da habe ich dann mal ganz kurz wieder Luft holen können und habe realisiert, dass ich das doch gewonnen habe. Aber auch das kann halt mal passieren. Ihr seht, ich habe falsch so. Ihr seht, ich habe mein 10/10 gemacht. Ich habe euch gesagt am Anfang oder irgendwann in der Mitte, so würde ich meine Sieges spielen, wenn ich kein YouTube machen würde. So, jetzt sind wir beim Ende angekommen. Ich habe mein 10/10 geschafft. Was will man mehr? Und wir sind Erster geworden. Wir haben gebluemappt, wie ihr seht. Ihr kennt den Spruch, lasst ein Abo und ein, Like da, Daumen hoch. Lasst mir einfach eure Seele da und dann brauchen wir auch gar nicht mehr darüber reden. Dann verpasst ihr auch gar nichts mehr, wenn ich irgendetwas hochlade oder wenn ich irgendetwas Neues austeste. Wir schauen uns noch mal ganz kurz meine Kiste an. Die war bodenlos. Schaut euch diese Mana-Kiste an. Also, die Kisten bitte müssten mal überarbeitet werden und ich gehe jetzt weiter zocken. Verpasst nicht das nächste Video und natürlich, schreibt mir alles Mögliche. Ich, antworte euch super gerne und ich schreibe auch super gerne mit euch. Also, wir sehen uns.